Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute zeige ich euch, wie man ein leckeres Tomatenketchup einkocht. Wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen erstmal 2 Kilo Tomaten. Die habe ich im Vorfeld schon mal gewaschen und jetzt werde ich sie gleich noch klein schneiden. Die Tomaten schneiden wir einmal grob. Ich schneide sie hier dazu einmal hier ab, einmal hier, dann lege ich sie hin und schneide hier den Strunk weg. Den sollten wir immer rausschneiden. Und dann einmal nur die Tomaten grob schneiden. Das genügt schon. Die zerkochen ja eh gleich. Und das machen wir jetzt mit allen Tomaten. 2 Kilo Tomaten. Grob geschnitten. 2 Knoblauchzehen und Zwiebel, 2 bis 3. Also meine sind relativ klein und nehme ich jetzt 2 kleinere und einen normalen Zwiebel. Und die schneide ich jetzt auch einmal klein. Es muss auch nicht so klein sein, weil später wird ja alles püriert. Das genügt schon. Zwiebel und Knoblauch habe ich jetzt auch vorbereitet. Das stelle ich auch schon gleich zum Herd. Dann gebe ich noch Gewürze hinein. Ich habe jetzt hier einen Teelöffel schwarze Pfefferkörner, einen Teelöffel Paprikapulver, einen Teelöffel Pimentkörner, einen halben Teelöffel Senfkörner, eine Prise Zimt und einen halben Teelöffel Ingwerpulver. Hier könntet ihr auch ein Stück frischen Ingwer nehmen, aber ich hatte jetzt keinen, darum nehme ich jetzt Ingwerpulver. Die Gewürzkörner gebe ich jetzt in den Mörser. Und dann mörse ich einmal die Gewürze. Und die gebe ich jetzt hier dazu, zu den gemahlenen Gewürzen. Und alle Gewürze mische ich jetzt einmal durch. Die Gewürzmischung ist jetzt fertig. Die stelle ich jetzt auch gleich zum Herd. Die Gläser waschen wir aus mit kochendem heißem Wasser und in das Wasser habe ich noch etwas Essig hineingegeben. In einen großen Topf gebe ich jetzt 2 Esslöffel Olivenöl hinein. Die Zwiebeln und die Knoblauchzehen gebe ich dann in den Topf. Von meinen abgewogenen Zucker, das sind übrigens 60 Gramm, nehme ich jetzt 2 Prisen und gebe das da darüber und dann karamellisiert das etwas. Gibt einen guten Geschmack. Dann geben wir auch schon unsere Tomaten dazu. Ein Esslöffel Salz. Ich habe jetzt hier ein unbehandeltes Salz, ein Steinsalz und die vorbereitete Gewürzmischung. Dann verrühren wir unser Gemüse. So, bei offenem Deckel lasse ich das Ganze jetzt für 30 Minuten vor sich hin köcheln und natürlich immer wieder umrühren, nicht vergessen.
So, die 30 Minuten sind um. Als nächstes pürieren wir jetzt das Tomatenketchup. Ihr könnt es jetzt durch ein Sieb geben oder hier durch so eine flotte Lotte. Ich gebe es durch die flotte Lotte. Jetzt passieren wir die ganzen Kerne und die Schalen passieren wir jetzt raus. Und wie ihr sehen könnt, überbleibt jetzt nur die Schalen und die Kerne von den Tomaten. Die geben wir jetzt weg. Den Topf habe ich einmal kurz ausgewaschen. Die geben wir jetzt zurück in den Topf. Dann bringen wir das Ganze wieder zum Kochen. Und jetzt geben wir 100 Milliliter Apfelessig dazu. Und den Rest von dem braunen Zucker. Das waren ja insgesamt 60 Gramm. Ich gebe jetzt allerdings noch nicht alles hinein, sondern erst ungefähr 10 Gramm weniger. Und ich schmecke es dann ab und dann schaue ich, ob die Süße schon passt oder ob ich den Rest noch dazu gebe. Ich denke, das sind so 10 Gramm. Und dann schauen wir mal, ob wir das noch benötigen. Jetzt lassen wir das Ganze mal aufkochen. Und dann schmecken wir es ab. Und dann, wenn es unserem Geschmack entspricht, dann lassen wir das Tomatenketchup einkochen. So, das fängt jetzt zu kochen an. Ich schmecke das Ketchup dann einmal ab. Es ist genügend Zucker. Den restlichen Zucker verwende ich nicht. Also ich habe das jetzt nochmal ausgewogen. Insgesamt habe ich 50 Gramm Zucker hineingegeben. Die 10 Gramm lasse ich über. Das Tomatenketchup lassen wir jetzt nur noch einkochen. Ohne Deckel. Die Flüssigkeit soll ja weg, es soll ja dicker werden. Immer wieder umrühren. So, dann sehen wir uns später, wenn es eingedickt ist. Nach 30 Minuten hatte das Ketchup die richtige Konsistenz und jetzt füllen wir es gleich heiß ab in die vorbereiteten sterilen Flaschen. Das Ketchup gebe ich dazu in einen Messbecher und mit Hilfe eines Trichters fülle ich es jetzt in die Flaschen hinein. Bis kurz unter den Rand. Mit den sterilen Deckel fest verschließen. Aus 2 Kilo Tomaten habe ich ca. 1 Liter Ketchup gewonnen. Das ist meine Ausbeute. Das Ketchup koche ich dann noch für 20 Minuten bei 90 Grad ein. Ihr könnt das jetzt mit einem Einkochautomat machen, aber bei diesen paar Gläschen nehme ich jetzt den Topf. Ich habe jetzt in den Topf ein Geschirrtuch reingegeben, 3/4 mit Wasser auffüllen und hier habe ich ein Thermometer. Und das hat jetzt gleich 90 Grad und dann lassen wir das für 20 Minuten noch einkochen. So, den Ofen kann ich jetzt etwas runterstellen. Die 90 Grad sind schon erreicht und dann lassen wir es für 20 Minuten einkochen. Das so eingekochte Ketchup ist jetzt für 1 Jahr haltbar. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Einkochen dieses leckeren Ketchup. Macht es unbedingt nach. Es sind insgesamt nur 50 Gramm Zucker enthalten und im gekauften sind übrigens in 100 Gramm 22 Gramm. Das ist doch ein Unterschied, oder? Und den Zucker vermisst man gar nicht. Es schmeckt so lecker. Übrigens, wenn du noch wissen willst, wie man scharfes Curry-Ketchup macht, das findest du auch hier auf meinem Kanal.
Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt's gesund und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal hier wieder reinschaut. Bei Erikas Selbstgemacht. Macht's es gut, bleibt's gesund. Servus.